Aber das ist auch so ein kleines bisschen Geschmackssache. Das sind die Dynamikprozessoren. Also wenn so eine Art Leerstelle im Audio ist, dann macht er einfach aus. Und dann gibt's noch das Gate Clipping. Oh, das hätte ich aber anders gemacht. Oder ja, genau, das hat er genau richtig gemacht. Aus einem Guss erscheinen lassen, bestenfalls so eine Art Lasur drüber machen, oberhalb des Thresholds etwas leiser zu machen. Tut es nicht. Was macht denn der Kompressor eigentlich wirklich? Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer lustigen Stimming baut mit ganz einfachen Mitteln ein Stück. Um genau zu sein, 2. Und das sind hier die Mittel. Ein 500-Euro-Setup, eigentlich vor allen Dingen Freeware verwendet. Ich habe Ableton Live Intro gekauft und so einen Software-Synthesizer. Und in den letzten beiden Folgen haben wir uns darum gekümmert, wie diese beiden Stücke aufgebaut sind. In dieser Folge geht es darum, wie man dieses Stück dann anlieferungsfertig macht. Anlieferungsfertig ist das sogenannte Master. Das bedeutet, der Mix ist fertig, das Stück steht und dann muss man im letzten Schritt das einmal nochmal laut machen, um das mal einfach auszudrücken. Könnt ihr euch vorstellen, wie der Koch, der das Essen nochmal am Ende abschmecken muss, da fehlt ein kleines bisschen Salz. Man kann auch durchaus davon reden, Glutamat nochmal nachzuschicken. Ich würde tatsächlich sagen, dass die aktuelle Musik relativ laut, immer noch relativ laut gemacht wird und dieses Lautmachen ist ganz eindeutig Glutamat. Was meine ich damit? Ein Limiter, der ziemlich heftig reingedrückt wird. Was macht das Limiting? Das schneidet im Prinzip so diese Pegelspitzen, die über die Null springen würden, schneidet das ab und macht das aber auf eine Art, wo unser Ohr das nicht so richtig wahrnimmt. Einmal, wenn das wird dann so gefaltet und normalerweise ist ja im digitalen Bereich, wenn man da über eine Null springt, klingt das einfach schrecklich, das sogenannte Clipping. Das klingt wirklich sehr, sehr unangenehm. Bei analogen Mischpulten ist das nicht so. Und ein Limiter kaschiert dieses analoge Clipping, indem er aus der Rechteckwelle, die einfach nur noch eine Null ist, noch so einen letzten Rest, der ja so wie eine neue Welle da reinbaut, so dass unser Ohr das nicht mehr merkt. Es ist aber ein kleines bisschen Schmuh. Aber einen Schmuh, den wir alle brauchen, um diese Lautheit zu bekommen. Und ich mache das normalerweise mit einem Profi, der also ein echtes Mastering-Studio hat, mit ganz, ganz teuren Geräten, die dann den Klang ganz schön färben können und einen besonderen Vibe am besten Fall nochmal reinbringen. Und für mich war immer auch ganz wichtig, jemand extern da nochmal drüber zu lassen, damit dieses Angleichen nochmal von anderen Ohren gemacht wird. Mit Angleichen meine ich einerseits, wenn man jetzt 2 Tracks auf einer EP hat, müssen die beide irgendwie ähnlich klingen. Wenn man das will, man kann auch, dass die komplett unterschiedlich klingen. Aber ich finde, so innerhalb einer EP ist es cooler, wenn die zumindest gleich laut sind. Und da hilft einfach ein anderes Ohr, was noch nicht diesen ewig langen Weg gegangen ist, bis dieses Stück dann endlich fertig ist, wo man in der Produktion ja so und so oft den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen hat. Und überhaupt ist das selber machen so viel schwieriger, als das von anderen Leuten zu beurteilen und sich zu denken, oh, das hätte ich aber anders gemacht. Oder ja, genau, das hat er genau richtig gemacht. Tatsächlich sind die Sachen, ich schwafel hier ein kleines bisschen, tut mir leid, aber diese Sachen, wo man so denkt, ah ja klar, genau so muss es gemacht werden, die waren meistens sehr schwierig, genau so hinzukriegen. Also, das Mastering von den beiden Stücken habe ich von dem Digitalvertrieb machen lassen, für den ich mich entschieden habe, der die beiden Stücke in Spotify, Tidal, Deezer, Apple Music, Amazon Music, wie sie alle heißen, reingestellt hat. Das ist LANDR, die haben einen Algorithmus erschaffen, der automatisch mastern soll. Das heißt, man lädt da ein Stück hoch und zahlt denen einen Zehner und für diesen Zehner werfen die so ein kleines Programmchen an, was auf einem Amazon Webserver läuft und dann aus diesem hochgeladenen Song einen lauten Song macht, einen gemasterten Song. Das ist die Theorie und ich habe das bei beiden Stücken gemacht. Bei einem Stück, bei der Blackwood, hat es für mein Empfinden überraschend gut funktioniert. Bei der Whitewood kam Folgendes raus. Ich möchte euch einmal das Original zeigen. Und dann schalte ich um in das erste Master, was ich zurückbekommen habe. Ein kleiner Tipp am Rande, man kann bei Ableton ganz toll Sachen miteinander vergleichen, auch im Blindtest, indem man über diese Key-Assign-Funktion Buttons auf einen Buchstaben legt. Und zwar 2 Buttons auf einen Buchstaben. Wenn ich also jetzt diese erste Spur mit der dritten Spur vergleichen möchte, ich mache das immer mit den Ü, Ä und Ö Buchstaben aus irgendwelchen Gründen, nehme ich also erste und die dritte auf das Ü. Und wenn ich jetzt Ü drücke, dann springt quasi der Mute an und aus jeweils unterschiedlich. Und das kann ich dann blind machen. Ganz toll, um einen blinden A/B-Test zu machen. Irgendwie weggucken, drücken, so oft, bis man gar nicht mehr weiß, was der Unterschied jetzt war. Und dann Play drücken. So, ich sage euch, ich habe nichts hingeguckt. Das ist das Master von LANDR. Und das ist mein Mix.
das Lander Master, mein Mix. Ihr hört, es ist viel, viel lauter. Und mir gefällt die Bassdrum überhaupt nicht. Das ist vermastert, ja. Das war Schrott sozusagen, weil kein Mensch würde eine Bassdrum so aufziehen. Ja? Also ein Mensch, der das entschieden hätte, hätte sofort gesagt, nein, 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 das müssen wir irgendwie anders machen. Oder dann wird dann im unteren Bereich nicht reingegriffen. Und ich hatte so eine Vermutung, na, vielleicht habe ich denen das zu laut angeliefert. Und der Algorithmus konnte das gar nicht mehr richtig leiser machen. Deswegen habe ich eine zweite Version gemacht, die leiser ist. Nämlich das, was ihr jetzt gerade hier gehört habt, als meinen Mix. Und habe das nochmal hochgeladen. Habe den nochmal 10 € gezahlt. Jetzt vergleiche ich mal diese zweite Version mit meinem Mix. Meiner Also das Master an sich gefällt mir besser, trotzdem funktioniert das auf dieser Bassdrum irgendwie nicht. Mit dieser Bassdrum kommt der Algorithmus von Lander nicht klar. Und dann kommt tatsächlich noch hinzu, wenn man dieses zweite Master jetzt vergleicht mit dem Master von der Blackwood, was ich relativ gelungen finde, fällt auf, na komm schon. Es ist leiser. Das Blackwood Master ist immer noch lauter als das zweite Lander Master. Das heißt, ich habe den 20 € für nichts geschenkt. Ich habe dieses Blackwood Master auch noch an meinem Profi-Mastering-Engineer geschickt. Der will, also was heißt der, ein guter Mastering-Engineer will irgendwie sowas um die 100 € pro Track, wenn man das bei jemandem mastern lässt. Ich meine, das ist quasi 10 zu 100. Klar ist das ein Unterschied. Und er wusste nicht, dass es ein vollautomatisches Master war. Und er fing das Gespräch so an mit, du Martin, ich will eigentlich nicht über Kollegen herziehen, ne? Das weißt du. Und dann ich so, nee, das hat mit Kollegen in dem Sinne nichts zu tun. Und dann fing er halt an, das Master auseinanderzunehmen. Und er fand es auch überraschend schlecht, so. Das kann ich so nicht teilen. Ich finde das jetzt nicht überraschend schlecht, aber also zumindest beim Blackwood hat es halt für mich halbwegs funktioniert. So, das ist jetzt einfach nur so die Geschichte von dem Mastering von dieser EP. Was lernen wir daraus? Lander als vollautomatisches Mastering, dieser Algorithmus ist offensichtlich nicht gut genug, sich auf unterschiedliche Gegebenheiten so einzustellen, dass er dann immer ein annehmbares Ergebnis schafft. Ob es dann jetzt richtig gut ist nochmal eine andere Frage. Dafür, dass die Bassdrum irgendwie so immer völlig aus dem Mix rausgepoppt ist mit diesem Processing von dem Lander-Algorithmus, da war ich tatsächlich ziemlich enttäuscht. Und dass der Unterschied zwischen einem einfach nur 2 dB leiser angeliefertem Pfeil so groß ist, hat mich auch irritiert, weil ich würde ja denken, eigentlich muss dieser Algorithmus als allererstes mal das Pfeil, was ankommt, irgendwie so leveln und anhand seines optimalen Einsatzlevels dann sein Processing anwenden. Das macht er anscheinend nicht, sondern er ist da irgendwie relativ stumpf. Man wird wahrscheinlich so eine gewisse Egal. Lange Rede, kurzer Sinn, ich kann euch das nicht empfehlen. Tut es nicht. Was ihr stattdessen tun könnt, ist eigentlich, wenn der Mix gut ist, einfach am Ende einen Limiter draufsetzen und da halt gucken, dass ihr irgendwie, wenn wir sagen, der Mix ist schon ungefähr bei der 0, dass man da nochmal 3-4 dB reindrückt. Das klingt dann nämlich so. Das ist jetzt mein Mix von der Whitewood, ja. Und jetzt habe ich hier unten den Limiter, einfach den von Ableton, und gehe mal im Gain ein kleines bisschen hoch. Ja, also der greift jetzt da 3 dB ein, dieser kleine zappelnde gelbe Balken, der zeigt quasi an, wie viel er oben wegschneidet von den Peaks, von den Spitzen. Ja, ist vielleicht 4, 5. Was vielleicht ein kleines bisschen arg laut. Aber so, das verträgt das auf jeden Fall. Jetzt würde ich das nochmal vergleichen mit dem Blackwood Master.
Ja, die Stücke klingen auch sehr unterschiedlich, muss ich zugeben. Ja, es reicht noch nicht. Das ist noch nicht laut genug. Deswegen habe ich hier auch so ein paar Sachen schon mal quasi vorbereitet. Ein bisschen EQing, was oben ein kleines bisschen hinzufügt, in der Mitte ein bisschen was rausnimmt. Der Kompressor. Der Supercharger zur Abwechslung. Ich nehme hier ein bisschen Threshold. Ich drücke hier noch ein kleines bisschen mehr rein. Ich füge ein bisschen mehr Höhen noch hinzu. Ich habe das Gefühl, das Blackwood ist viel heller. Da würde ich jetzt mehr Zeit brauchen, um das besser anzugleichen. Ich habe das schon gemacht und habe auch mein eigenes Master hochgeladen. Also das, was ihr dann bei Spotify oder so hören könnt. Wenn ihr Whitewood hört, das habe ich selber gemastert. Das Blackwood ist das Lander Master. Ihr könnt ja vielleicht in die Kommentare schreiben, was euch besser gefällt. Welches Stück irgendwie lauter und so klingt und ob euch Blackwood überhaupt gefällt, so wie es jetzt klingt. Also weil es ist schon ziemlich doll zusammengeschweißt alles irgendwie. Es ist schon sehr heftig bearbeitet. Ich persönlich mag es sowieso grundsätzlich lieber, wenn ein Mastering-Engineer sich zurückhält und das Ding einfach möglichst neutral laut macht. Aber das ist auch so ein kleines bisschen Geschmackssache. Also, Mastern ist das ganze Ding am Ende quasi laut machen, aus einem Guss erscheinen lassen, bestenfalls so eine Art Lasur drüber machen oder wenn wir in der Kochanalogie bleiben, abschmecken und das Gesamtlevel des Gerichts einfach anheben. Praktisch heißt das übersetzt Glutamat reinballern, heutzutage in der Popmusik vor allen Dingen. Und so am Anfang könnt ihr das ruhig selber machen, einfach mit einem Limiter. Eine ganz schöne normale Kette, wie man es normalerweise machen würde zum Mastering, wäre ein EQ, der unten und oben vielleicht ein kleines bisschen wegnimmt oder dazu nimmt. Wir reden hier von maximal 2 dB in jeweils die Richtung. Einen Kompressor, der das Ganze ganz sanft, so höchstens 1-2 dB verdichtet, mit eher langsamen Attack- und Release-Zeiten und dann einen Limiter, der am Ende das ordentlich zusammenschiebt. Wenn ihr diese Kette habt, dann kriegt ihr auch eine ganz gute Lautheit hin, mit der ihr das zumindest an ein Label schicken wollt, falls ihr das eines Tages vorhabt. So viel zum Mastering, dem letzten Schliff für ein fertiges Musikprodukt. Es ist natürlich auch immer noch so die Frage, wie funktioniert denn eigentlich so ein Kompressor? Was macht denn ein Kompressor eigentlich wirklich? Wenn ich jetzt zwischen Kompressor oder Limiter unterscheide, das ist eigentlich sehr ähnlich. Im Prinzip, wenn ihr euch hier diesen Kompressor anschaut, könnte man, wenn man diese Ratio auf unendlich stelle, hier, auch das geht hier gar nicht, aber eine unendliche Ratio, also sobald es über einen Threshold kommt, faltet er das zusammen. Der Limiter faltet es einfach knallhart, komplett, unendlich krass zusammen. Er lässt nichts mehr über diesen Threshold und ein Kompressor ist da sehr viel sanfter. Limiter und Kompressor ist eigentlich das Gleiche. Limiter ist eine ganz, ganz aggressive Variante vom Kompressor, deswegen setzt man es nur am absoluten Ende und noch nur ein ganz kleines bisschen ein. Der Kompressor ist viel vielseitiger und lange nicht so aggressiv. Es gibt am unteren Ende der sogenannten Dynamikprozessoren, also die einfach in die Lautstärke eines Signals eingreifen, gibt es noch den Expander, der statt oberhalb des Thresholds etwas leiser zu machen, unterhalb des Thresholds etwas lauter macht. Nein, auch leiser. Es gibt auch lauter, das wäre dann der umgedrehte Kompressor. Und dann gibt es noch das Gate, was ab einem gewissen, also wenn so eine Art Leerstelle im Audio ist, dann macht er einfach aus. Zack, aus. Und dann sobald wieder ein Signal kommt, geht er wieder auf und zu. Auf und zu. Das ist das Gate. Der Expander macht das sanft. Der Kompressor macht das oberhalb des Thresholds einfach ein bisschen leiser, aber der kann ganz sanft oder auch ein bisschen extremer sein. Und der Limiter ist ein sehr zorniger, heftiger Eingriff ganz am Ende des Spektrums beim letzten Lautheitslevel. Und den setzt man, wenn, dann nur sehr sanft ein. Er macht aber schon was sehr, sehr Heftiges. Das sind die Dynamikprozessoren. Dann gibt es natürlich noch die EQs. Die greifen nicht in die Lautheit des Signals an sich ein, sondern gehen nur in einzelne Frequenzbereiche. Mit EQs kann man Höhen anheben, sodass das ganze Signal heller und frischer wirkt. Man kann besser anheben, was ich euch im digitalen Bereich eher nur sehr vorsichtig empfehle. Man kann vor allen Dingen aber mit EQs einzelne Frequenzen, die stören, rausziehen. Also mir ist im Suchen der Freeware oder mich mit dem Auseinandersetzen, was es so momentan an Freeware gibt, ist mir aufgefallen, es gibt keine vollparametrischen EQs als Freeware, die gut klingen.
Es gibt nur sozusagen einen groben EQ, der Low, Mid und High Frequencies, die kann man dann schon einstellen. Also hier dieser Kilohertz, das bezeichnet die Tonhöhe, also die Tonfrequenz. Das gibt es, mit denen kann man tatsächlich auch schon relativ viel machen, aber man kann nicht so chirurgische Eingriffe tätigen. Deswegen habe ich mich bei einem der Stücke auch damit beholfen, dass ich den Autofilter von Ableton benutzt habe, um eine bestimmte Frequenz rauszuziehen. Und da habe ich von Music Radar, also das ist so ein Magazin aus England, habe ich mir Drum Breaks runtergeladen. Nehmen wir hier mal Drum Break auf 109, auf 108 BPM. Ableton zieht das automatisch schnell. Ich stelle das hier mal kurz ein auf 108. Was ich jetzt will, diese Snare, dieser Snare-Sound, der ist mir irgendwie zu tonal. Dieser Ton gefällt mir nicht, den der Snare-Sound macht. Wie ziehe ich den jetzt raus? Ich nehme mir den Autofilter, stelle ihn in den Bandpass-Modus, hohe Resonanz, sodass der schön eng ist. Ja genau, 24 dB ist er schon. Hier. Das ist schon zu tief. Da macht's. Warte. Ja, guck mal hier. Hier kriegen wir einen Peak von 3,1. Oh meine Güte, ey. Ich finde den hier bei 203 fast noch krasser. Kann das sein? Wow, 6,1. 5,2, genau. Das ist ist ein schönes Beispiel für eine Frequenz, die, wenn man sie ein kleines bisschen anhebt, dann dreht das Signal durch. Da habt ihr was gefunden, was sich lohnt rauszunehmen. Wenn ich diesen Filter umstelle von Band auf Notch, das heißt, die gleiche Frequenz zieht er einfach raus, statt sie nur die durchzulassen. Ja, und dann ist die Snare dünn geworden. Jetzt hat sie auch richtig viel Druck verloren. Ja, so ist es schon ein bisschen besser. Ich mache das nochmal aus. Man könnte jetzt hier nochmal mit dem EQ vorher die Bässe oder hinterher die Bässe anheben, dass die Bassdrum nochmal ein bisschen mehr kickt. Und etwas höhere Mitten hebe ich noch an. Und ich zeige euch noch mal ganz kurz den Kompressor von Tokyo Dawn Labs, den hier, von dem ich auch schon ganz viel erzählt habe, weil man anhand von dem ganz gut erkennt, was Kompression letztendlich macht. Hier bei dem Threshold seht ihr diesen weißen Ring, da geht ihr runter und schaut, wie viel Gain Reduction der hier macht. Auf diesem Delta-Knopf hört man nur das, was der Kompressor leiser macht. Das heißt, hier könnt ihr super gut verstehen, inwiefern dieser Kompressor in das Signal eingreift. Ja? Und wenn ich das jetzt, was er hier runterzieht, beim Make-up wieder reinstelle, habe ich am Ende einen Peak von 0,6, minus 0,6. Und ohne diese Bearbeitung ich mach's mal wieder an. Ja, klingt das auch noch relativ dick, aber ich habe diese eine Frequenz nicht mehr, die mich genervt hat. Muss jetzt nicht die sein, das war jetzt nicht zwangsläufig, irgendwie klang das nicht schlecht. Nur, es kommt in der Produktion immer mal so ein Moment, wo man merkt, hier irgendwas stimmt hier in dem Bereich nicht und vielleicht wäre es clever, dass bei einem bestimmten Sound, also da überlappt sich anscheinend was, also nimmt man das mal raus und guckt mal, was dann in dem Masterout passiert. Mit dem Autofilter im Bandpass diese Frequenz suchen, wo das Signal durchdreht, dann rausnehmen und am Masterout vergleichen, dass der Pegel ungefähr gleich bleibt, dann sollte es sauberer und aufgeräumter klingen. Wenn es das tut, habt ihr es richtig gemacht. Das ist der technische Ansatz vom Mixen und diese schnöde Theorie, darüber müssen wir halt auch ab und zu mal reden.
Ganz kurz noch, es gibt noch eine Sache, die beim Produzieren wichtig ist. Also ich habe ja die beiden Tracks, von denen wir hier die ganze Zeit reden, auf Kopfhörer gemacht. Einmal mit den In-Ears, die ich auch jetzt gerade drin habe. Das ist dieser Sennheiser IE400. Den habe ich festgestellt, ist einfach ein ganz angenehm klingender In-Ear. Da gibt es auch noch den IE40, der kostet nur 80 Euro. Mit dem können wir mal also nur 80 Euro, der kostet das, aber jetzt nicht so viel. Mit dem könnte man mal anfangen, rauszufinden, ob man dieses In-Ear-System an sich gut findet, weil es einfach sehr, sehr nah dran ist, sehr im Kopf drin. Wenn man sich daran gewöhnen kann, dann hat man hier eine Möglichkeit, egal wo, immer einen super Klang zu haben. Nichtsdestotrotz gibt es eine Grundregel beim Abhören, und zwar achtet darauf, dass ihr immer mit der gleichen Lautstärke abhört. Also dieser In-Ear hat zum Beispiel bei diesem Audio-Interface so ungefähr bei 13 Uhr so eine Stellung, wo er relativ laut ist, aber noch nicht zu laut. Und wenn ihr Sachen beurteilen wollt oder wenn ihr Sachen vergleichen wollt, also euer Stück soll klingen wie der Hit von dem und dem, dann hört ihr euch diesen Hit an und vergleicht es mit eurem Stück. Dabei müsst ihr aber unbedingt die gleiche Lautstärke an dem Amp, also an dem eigentlichen Lautstärkeregler am Ende haben, um das überhaupt vergleichen zu können. Unser Ohr ist so ein morphendes Gebilde oder unser Hirn macht aus verschiedenen Lautstärke-Leveln unterschiedliche Sachen. Also das kann man leider nicht alles 1:1 vergleichen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich dann so eine Reglerstellung gewöhnt hat, anhand derer man immer abhört. Man sagt bei Lautsprechern, wenn man auf Lautsprechern hört, ist unser Ohr am neutralsten bei 83 dB. Wenn man im Prinzip so eine mittlere Lautstärke gefunden hat, bei der man das Gefühl hat, also so mache ich das, ich mag das nicht so sehr leise abzuhören, weil das ist dann auch schon wieder verfälschend. Dann klingen Bässe zum Beispiel nicht nach Bässen. Dann sind die irgendwie, man hört die zwar, aber die drücken halt überhaupt nicht. Wenn man zu laut hört, drückt einen das alles total um, kann aber in Wirklichkeit schon total scheiße klingen. So eine mittlere Lautstärkeeinstellung und sich da immer dran halten, das ist eine ganz wichtige Zutat für einen gelingenden Mix. Zum Thema Mixing, die eher technische, handwerkliche Herangehensweise, da haben wir euch noch ein paar Links zusammengesucht für Tutorials, die uns gut gefallen haben. Die findet ihr unter diesem Video und vielen Dank fürs Zuschauen.